Herzlich willkommen Steinbock auf meinem Kanal. Ich schaue heute mit den Tarotkarten, was dich jetzt im September 2025 erwartet. Bitte beachte dabei auch den Mond sowie Venuszeichen und den Aszendent. Und einfach nur zur Info, wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Ab heute startet ohnehin die Finsternissaison, die 2 Wochen dauert. Das wird energetisch ein Hammer sozusagen und da ziehe ich mich lieber zurück in die Stille. Und danach bin ich wieder für dich da. Also, los geht's für Steinbock bitte. Was erwartet Steinbock im September 2025? Was kommt im September 2025 auf Steinbock zu? Na? Ritter der Stäbe und hier im Unterdeck habe ich Pagen der Schwerter. Ja, Steinbock, das, was ich sehe, ist, dass du einerseits sehr entschlossen sein wirst. Im September, du hast hier ein Vorhaben, hast diese Hummeln im Hintern, bist hier sehr in Bewegung und auf der anderen Seite hier beobachtet dich aber jemand, und das ist aber keine negative Energie, sondern da möchte jemand auf dich zukommen, ist auch entschlossen hier mit den Schwertern. Ich habe hier 2 sehr schnelle Energien. Hier geht es um Tage bzw. Wochen, aber ich muss es immer dazu sagen, es gibt im Universum keine Zeit, deswegen versteif dich bitte nicht darauf. Dem Universum ist es wichtiger, wie weit wir in unseren Lernaufgaben vorangeschritten sind, dann kommen gewisse Dinge auf uns zu. Dennoch, der ist hier sehr, wie soll ich sagen, ungestüm ist er in den meisten Fällen. Ein Mann und der möchte hier schnell ins Tun kommen, schau aber, ob bei dir sozusagen die Luft rein ist. Es geht natürlich um die Liebe, aber nicht zwingend um die romantische Liebe. Und hier mit dem Schwert, ich habe den Eindruck, dass dem etwas klar geworden ist und daher möchte der schnell ins Handeln kommen. Du siehst ja hier die ganzen Wolken und für mich ist es eher so, dass der Klarheit gewonnen hat, dass der in der Vergangenheit ein wenig im Nebel war und jetzt im September kommt aber Klarheit auf ihn zu, beziehungsweise wird ihm irgendwas bewusst und dadurch kommt er dann ins Handeln. Schauen wir weiter für Steinbock bitte. So, oje, einen Moment. So, die 3 der Stäbe sind runtergefallen. Also hier die 3 der Stäbe und im Unterdeck, ja, Steinbock, Ass der Kelche. Du wirst hier mit deinem Vorhaben, egal ob das jetzt beruflich, finanziell oder einfach im hobbymäßigen Bereich ist, viele meiner Zuseher arbeiten ja nicht mehr. Dennoch, bei dir geht's voran. Ich habe hier die 3 der Stäbe und die stehen eben für den Erfolg und für dich wird es ab September einfach leichter. Es wird erfolgreich. Du wartest ja hier auf deine Schiffe. Und du siehst ja auch, es gibt hier keinen blauen Himmel, sondern der ist golden und das ist ja die einzige Karte im Tarot, wo der Himmel golden ist, weil es für den Erfolg steht. Und hier kannst du lange darauf gewartet haben und es wird aber endlich Zeit, dass auch du einen Erfolg hast, beziehungsweise mit den 3 der Stäben kannst du auch eine Reise machen. Wenn du keine Kinder mehr hast, dann Glückwunsch, dann kannst du zu jeder Jahreszeit beziehungsweise auch zur billigen Saison wegfahren, wegfliegen und hier kann es eben auch überraschend zu einer Reise kommen. Das ist nichts, was du geplant hast mit den Stäben, weil die Stäbe stehen ja eben auch für das Impulsive, für das Spontane. Also wie gesagt, ich bekomme hier etwas Spontanes rein. Entweder hängt das mit diesem Mann zusammen oder du sagst einfach, das gönne ich mir jetzt. Ich habe lange genug an dem und dem gearbeitet. Ich kann mir das leisten, ich möchte mir das leisten. Und jetzt geht's ab nach XY. Auf der anderen Seite, liebestechnisch, der möchte dir hier einerseits eine Nachricht schreiben. Das habe ich ja hier schon mit dem Ritter der Stäbe. Die sind ja auch die Boten, aber mit den Pagen der Schwerter. Aber du siehst ja hier, die Taube. Die Taube überbringt ja auch eine Nachricht. Du wirst hier eine Nachricht von diesem Mann erhalten mit dem Ass der Kelche. Er möchte dir auch seinen Kelch überreichen. Hier sprudeln die Gefühle ja nur über und euch wird die Chance auf einen Neuanfang in der Liebe gereicht. Hier die 3 der Stäbe, hier das Ass der Stäbe mit dem Ritter der Stäbe, ergibt die 4 der Stäbe
Hier kommt es zur Stabilität, der möchte hier einfach Harmonie, aber eben auch wieder die Freude mit dir in dem Leben und schmiedet deshalb auch Pläne, wie man am besten auf dich zukommt, wie man dich überraschen kann, weil die 4 der Stäbe ist auch so diese Überraschungskarte für mich. Ja, wie gesagt, für mich ist es das. Und entweder wirst du hier eingeladen, beziehungsweise hast dann ein romantisches Date mit dem. Es soll hier aber eben vorwärts gehen. Wenn du diese Person schon kennst, also wenn das vielleicht eine Person aus der Vergangenheit ist oder du bist mit dem jetzt befreundet und jetzt soll es einfach in eine Partnerschaft gehen, wie auch immer, dann wird das anders als früher, beziehungsweise besser als bisher, sagen wir es so. Und wir schauen jetzt weiter. Zwei der Stäbe. Also lauter Stabskarten. Hier geht es sehr rasant weiter im September, einerseits für dich und auf der anderen Seite hier eben auch mit ihm. 2 der Stäbe, langfristige Pläne. Wenn du hier diese Reise antrittst, dann kann es eine längere Reise werden. Ja, Steinbock, ich bekomme das wirklich so rein. Du hast ja hier die Weltkugel in der Hand und wie vorhin schon gesagt, das Ganze wird spontan sein. Da sagst du jetzt, na, ich habe da nichts geplant und wie was waren. Ja, das wirst du dann schon sehen, vor allem wenn der auf dich zukommt. Du hast keine Ahnung, welche Pläne der mit dir hat. Das siehst du gar nicht voraus. Aber hier eben, die Welt liegt euch zu Füßen. Auch hier, der Mann hat ja diesen Stab in der Hand und das ist eben die Chance. Das ist eine Chance auf einen potenziellen Neuanfang, auf etwas Leidenschaftliches, auf etwas Abenteuerliches. Und diese Stäbe, einerseits wie gesagt, es ist eine schnelle Energie, aber auf der anderen Seite ist es eben auch diese Abenteuerlust. Und die wird dich im September packen, beziehungsweise wenn dieser Mann auf dich zukommt und wenn du mir als Mann zuschaust, dann kann es genauso sein, dass du auf eine Frau zugehen wirst. Es geht hier um Energien und wenn du in einer anderen Konstellation bist, dann deute hier ein wenig mit. Die meisten meiner Zuseher sind eben weiblich und daher lege ich einfach aus der Sicht einer Frau, die auf einen Mann schaut. Dennoch, wenn er auf dich zukommt, der wird dir deine Ängste nehmen, der wird dich ein wenig auf eine Abenteuerreise führen und damit rechnest du, wie gesagt, nicht. Und du, wenn du jetzt nicht auf die Liebe schaust, dann schmiedest du hier einfach langfristige Pläne und bist hier im Denken ein wenig offener, sage ich, weil du einfach out of the box denkst, also über den Tellerrand hinaus, weil du vielleicht auch etwas planst, was international bekannt werden soll oder wenn du im Social-Media-Bereich zum Beispiel tätig bist, dass du irgendetwas auf Englisch veröffentlichst, dass du in den internationalen Markt zum Beispiel eintrittst und das Ganze wird hier dann erfolgreich. So. Ein letzter Impuls für Steinbock bitte noch. Na, und dann Königin der Schwerter ist nur eine Karte. Im Unterdeck habe ich hier die 5. große Arkana, der Hierophant. Also, wie bereits gesagt, wenn du hier nicht wegen der Liebe zuschaust, Königin der Schwerter, du gehst hier bei deinem Vorhaben, bei deinem Projekt sehr strategisch und auch diszipliniert vor und daher kann das Ganze mit dem Hierophant etwas Großes werden, wo Menschen zu dir aufsehen und ich weiß, das klingt jetzt ein wenig seltsam oder vielleicht sehr weit weg, dennoch ist es natürlich möglich und das ist ja etwas, das du noch nicht kommen siehst, vor allem mit den Stäben rechnest du vielleicht auch gar nicht damit und du siehst hier, wie die Leute, das ist ja so diese Papstkarte, der Hierophant und zum Papst pilgern sie ja auch immer oder sind sie gepilgert und es ist bei dir dann nicht so krass, Steinbock, dennoch es gibt Leute, die zu dir hinaufschauen, die dich um Rat fragen, die meinen, Steinbock ist hier die Experte und deswegen gehen wir zu Steinbock. Steinbock hat eine Lösung. Du siehst ja auch hier die 2 Schlüssel. Wenn ich einen Rat brauche im Bereich von Marketing, im Bereich von Häkeln, dann gehe ich zu Steinbock, weil Steinbock hat dieses Wissen. Steinbock ist vielleicht älter, Steinbock ist vielleicht aber auch jünger, dennoch reifer und deswegen gehen wir zu Steinbock, weil da ist uns geholfen und du kannst hier etwas Großes etablieren,
was dich die nächsten Jahre und für manche auch Jahrzehnte erfolgreich macht und dich sozusagen zu einer Institution etabliert. Liebestechnisch Steinbock, ja, mit der Königin der Schwerter wirst du hier das Ganze ein wenig begutachten, bist hier sehr im Verstand und denkst dir, was will der da jetzt von mir? Spontan eine Reise, vielleicht auch eine Weltreise oder eben auch hier mit dem Hierophant ist es eine langfristige Beziehung. Und da rede ich jetzt wirklich teilweise bis zur Ehe. Und für manche, und das ist aber wirklich ein kleiner Teil, kann es hier auch so sein, dass dich dieser Mann heiraten möchte und deswegen geht ihr auf Reise. Das ist sozusagen eure Hochzeitsreise, beziehungsweise ist diese Reise auch eine Tarnung und dort heiratet ihr aber dann. Und das siehst du natürlich nicht und bitte geh jetzt nicht in diese Energie, wer wird das sein und kann das überhaupt sein und wenn dich dann wirklich jemand fragt, möchtest du mit mir verreisen, dass du dann schon dieses, ich brauche ein Hochzeitskleid, bitte nicht. Es ist eine allgemeine Legung, für den einen trifft das zu, für den anderen das und für den anderen ist es einfach nicht deren Legung. Also bitte bleib ruhig, Füße still halten, lass alles auf dich zukommen, überhaupt mit Stabskarten und vor allem, wenn hier eine Hochzeit wirklich Thema ist, dann möchtest du dich ja auch überraschen lassen und möchtest auch deinem Gegenüber die Chance geben, dass der hier sozusagen dich überhaupt überraschen kann. Dennoch, hier geht es um etwas Langfristiges, der möchte eine langfristige Zukunft mit dir und du bist hier sehr im Verstand. Dennoch, hier vorhin mit dem Kelch, das ist eine Chance, die du ergreifen kannst. Es herrscht hier sehr viel Leidenschaft zwischen euch und auch sehr viel Anziehung. Und hier mit dem Hierophant, das ist eine große Arkana, das kommt ja von außen vom Universum. Da mache ich mir keine Sorgen, dass ihr langfristig eine Zukunft habt. Also Steinbock, ich bin nun am Ende der Legung. Wenn du damit in Resonanz gehst, dann freue ich mich über deinen Kommentar bzw. Feedback. Und ansonsten wünsche ich dir alles Liebe und bis in 2 Wochen.